Oceanic, weil man einen Ozean an Tränen vergießt, weil es keine Herneswaffe ist. Also ganz ehrlich, ich frage mich, was sie sich... Also, ich manchmal... Ich weiß es wirklich nicht. Also ich meine, dass es nicht nur Badass-Skins im Spiel gibt, so cool und keine Ahnung, ist ja okay. Ja, Geschmäcker sind verschieden und so ein Scheiß. Aber manchmal frage ich mich wirklich, was sie sich bei solchen Skins denken. Also wer möchte sowas? Also wenn zum Beispiel die Wahl wäre zwischen irgendwie, keine Ahnung, einem Knochenschwert oder einer Knochenskin-Reihe, haben wir glaube ich auch noch nicht. Ja, also so einem fetten, einer Knochenaxt oder keine Ahnung, oder so aus Drachenknochen zum Beispiel oder so. Also oder irgendwas anderes, so Fantasy-mäßiges, episches, oder auch ein Lichtschwert, keine Ahnung, also mal was so richtig abgespacedes halt, versus Oceanic. Welcher Mensch würde sich jemals für fucking Oceanic entscheiden? Wer? Das würde niemals jemand machen. Niemals würde das irgendwann mal gewinnen, wenn die uns tatsächlich fragen würden. Dieser Dreckskin hätte es nie ins Game geschafft, oder diese Skin-Reihe hätte es niemals ins Game geschafft, wenn die uns gefragt hätten und ähnliche Beispiele wie die ich gerade genannt habe, dagegen antreten hätten lassen in einem Community Voting. Also ich verstehe nicht, wie man darauf kommt, dass sich das wirklich, also ich meine, gut verkaufen muss es sich nicht natürlich, aber dass sich das wirklich bei den Spielern als beliebte Skin-Reihe hervortut und dass man dann richtig geil drauf wird und da, keine Ahnung, wochenlang die Giants farmen möchte. Also ich meine, bei den Kraken-Jojo, Kraken-Knuckle, ich meine, die sehen cool aus, ja, die sind nice. Klar, das ist auch nicht jedermanns Sache, aber die haben zumindest Animationen und viel detailreicher, viel mehr, keine Ahnung, viel mehr Flair, wie auch immer. Und dann hast du diesen Müll, Oceanic. Also ich verstehe es wirklich nicht, wie man darauf kommt, dass das eine gute Idee ist. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß es nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt so viele Themen, die wir noch gar nicht im Game haben. So viele Themes. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Uff, reicht das? Ich weiß nicht, ob das reicht. Oh Gott. Sau viel schlechtere Skins. Naja, ich meine, es muss, also, wie gesagt, es ist subjektiv. Also, ich meine, es kann nicht nur geile Skins geben, einfach nur weil Geschmäcker verschieden sind. Was für den einen geil ist, ist für den anderen kacke. Aber es geht ja gar nicht immer darum, dass du es geil findest, sondern einfach, dass es was Besonderes ist, etwas Episches. Und natürlich, es steht nicht jeder auf Fantasy, es steht nicht jeder auf Science Fiction, whatever. Aber man kann ja trotzdem, selbst wenn einem etwas persönlich nicht so gut gefällt, und das sage ich auch oft bei so Speed-Sets zum Beispiel, habe ich schon oft gesagt, würde ich niemals skinnen, diesen oder jenen Skin. Aber es ist zumindest mal was Neues, es ist zumindest mal was Interessanteres. Und dann gibt es halt aber Skins, wo man einfach nur sagen kann, das ist so langweilig und so ätzend, so wie der Overall. War nicht erst vor ein paar Wochen Overall? Das ist einfach ein Hosenanzug gewesen. So, ja, und wer gibt dafür jetzt Geld aus? Wer kauft sich einen Hosenanzug in fucking Flive? Also ich meine, darauf kann sich wahrscheinlich jeder einigen, dass das einfach stinklangweilig ist. Das ist nicht episch, das ist auch nicht, weil es mir nicht gefällt, es ist einfach stinklangweilig. Scheißegal, ob das einem gefällt oder nicht. Man braucht keinen fucking Hosenanzug in Flive. Also so Sachen, die du von vornherein wissen müsstest, oder auch das Truthahn CS jetzt, was sie released haben, Turkeylicious letztes Jahr und dieses Jahr auch wieder, das hätte man vorher wissen können. Oder man hätte es wissen sollen, dass das keine gute Idee ist. Beziehungsweise, dass das auf jeden Fall kein Bestseller wird. Also, I don't know. Das Beste wäre wirklich, wenn sie uns zumindest bei jedem, also zumindest im Quartal müsste ein Set, und sie releasen mittlerweile auch wirklich viele Waffenskins, ein Waffenskin pro Quartal, oder zumindest pro Halbjahr ein Waffenskin,
Und ein Speedset pro Quartal müssten sie uns aussuchen lassen. Per Discord oder Community oder sogar Ingame Voting, so wie sie es mit der Testserver-Application gemacht haben, kriegt einfach jeder ein Pop-up und dann darf er abstimmen. Also, oder? Was ist das Problem damit? Und dann halt aber auch möglichst viele, und dann auch nicht die fertigen Skins schon raushauen, so wie sie es bei den bei den Monster-Skins gemacht haben. Das hat mich damals auch so gestört, dass die Skins ja eh schon festgeschrieben waren. Okay, den XP-NPC brauche ich nicht. PvE-Damage brauchen wir. Drop-Rate. Geschwindigkeit und Reduction brauche ich noch. Ja. Also, dass wir uns wirklich auch nur die Themes, also wirklich so eine Liste einfach, 10 Themen, 10 Themenvorschläge, zum Beispiel Skelettwaffen, ja, oder Knochenwaffen, oder Lichtschwerter, oder Lichtwaffen, oder keine Ahnung. Und dann hast du so eine Liste, 10 Sachen, und dann wird das erst gemacht, wenn auch wirklich dafür gewotet wurde. Und nicht, wie sie es damals gemacht haben, immer Carrier Bomb versus Mushpoi. Dann haben sie aber Ingame-Screenshots gezeigt. Und das heißt, du wusstest, vollkommen egal, für was du votest. Das wurde schon erstellt, also wird es 1000%ig kommen. Du votest nur dafür, was früher kommt. Du votest nicht dafür, was kommt. Weil dass beide kommen, steht bereits fest. Und genau das darf eigentlich nicht sein, weil dann ist es keine wirkliche Auswahl. Dann wählst du nur dafür, wann es kommt und nicht was kommt. Und wir müssten aber wirklich aktiv dafür wählen können. Wie gesagt, zumindest einmal im Quartal, einmal im Halbjahr. Finde ich nicht, dass das zu viel verlangt ist. Und wenn Gala dann sehen würde, diese Sets verkaufen sich besonders gut, damit machen sie verdammt hohen Umsatz, dann würden sie wahrscheinlich das öfter machen und irgendwann vielleicht sogar komplett davon ablassen, einfach irgendwas zu releasen und dann lieber auch mal nichts zu releasen, wenn man weiß, dass das nächste ein absoluter Banger wird, so ungefähr. Dann lieber mal ein Speedset weniger und dafür das nächste aber einen absoluten Banger raushauen. Aber die Lernkurve bei Gala ist natürlich, es ist nicht so einfach, leider, ja.